tief im kalten, scheinbar endlosen Vakuum des Weltraums. Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Verrichten winzige, hochpräzise Instrumente ihre Arbeit. Sie fangen Sternenstaub ein. Sie analysieren die chemische Zusammensetzung von Kometen. Und sie senden Daten zurück zur Erde. Daten, die unser Verständnis des Universums grundlegend verändern. Doch diese Maschinen sind nicht zufällig entstanden. Hinter ihrer Existenz steht die visionäre Kraft. Und die kompromisslose, beinahe obsessive Präzision. Einer Frau. Einer Frau, die in der Welt der Astrophysik als absolute Pionierin gilt, deren Name der breiten Öffentlichkeit jedoch kaum bekannt ist. Hannah von Hörner. In einer Zeit, in der Raumfahrt fast ausschließlich eine Männerdomäne war, gründete sie ihr eigenes Unternehmen und baute Hardware, die Wissenschaftsgeschichte schrieb. Sie war keine Theoretikerin am Schreibtisch. Sie war eine Architektin der Realität. Jemand, der das scheinbar Unmögliche greifbar machte. Hannah von Hörner wurde 1942 in Görlitz geboren. Mitten in den dunklen Wirren des Zweiten Weltkriegs. Ihr Vater, Sebastian von Hörner, war selbst ein international renommierter Astrophysiker. Diese Umgebung prägte ihre Kindheit entscheidend. Es war keine gewöhnliche Kindheit. Während andere Kinder draußen spielten, war Hannah umgeben von wissenschaftlichen Diskussionen, technischen Zeichnungen und mathematischen Formeln. Später zog die Familie nach Heidelberg, einem der historischen Zentren der Wissenschaft. Schon früh stellte Hannah keine oberflächlichen Fragen. Sie wollte verstehen, wie Dinge im Innersten funktionieren, wie Materie aufgebaut ist und wie man das Unendliche messbar macht. Trotz der gesellschaftlichen Erwartungen der 1950er und 60er Jahre, in denen Frauen meist auf traditionelle Rollen reduziert wurden, verfolgte sie ihren Weg in die Naturwissenschaften. Konsequent und ohne Kompromisse. Sie studierte Physik an der Universität Heidelberg und zeigte bereits in den ersten Semestern ein außergewöhnliches Talent für die praktische Umsetzung komplexer Theorien. Für sie war klar, ein physikalisches Gesetz ist erst dann wirklich wertvoll, wenn man ein Instrument bauen kann, das es beweist. Nach ihrem Studium arbeitete Hannah von Hörner am Max-Planck-Institut für Kernphysik. Doch sie wollte mehr. Sie wollte bauen. Etwas erschaffen, das Bestand hat. 1971 traf sie eine Entscheidung, die ihr Leben und die deutsche Raumfahrtindustrie nachhaltig verändern sollte. Sie gründete die Firma von Hörner und Sulger. Ein finanziell riskanter Schritt. Ohne staatliche Garantien. Aber mit einer klaren Vision. In einer kleinen Werkstatt begann sie damit, wissenschaftliche Instrumente zu entwickeln, die unter extremsten Bedingungen funktionieren mussten. Extreme Kälte, extreme Hitze, enorme Belastungen beim Raketenstart. Sie bewies, dass ein mittelständisches Unternehmen mit den größten Konzernen der Welt konkurrieren kann, wenn Qualität kompromisslos ist. Zu ihren größten Erfolgen zählt die Beteiligung an der Rosetta-Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Ihr Unternehmen entwickelte COSIMA, ein hochkomplexes Massenspektrometer, das Staubpartikel des Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko einfing und analysierte. Man muss sich diese Präzision vorstellen. Ein Instrument reist über 10 Jahre durch die Leere des Alls. Es übersteht extreme Temperaturschwankungen und funktioniert dann fehlerfrei. Auf einem winzigen, rasenden Brocken aus Eis und Gestein. Ein einziger Kabelbruch. 1 Millimeter Abweichung. Und ein Jahrzehnt Forschung wäre verloren gewesen. Hannah von Hörner
war die treibende Kraft hinter dieser Zuverlässigkeit. Sie war bekannt dafür, jedes Detail persönlich zu prüfen und niemals locker zu lassen, bis Perfektion erreicht war. Unter ihrer Leitung lieferte ihr Unternehmen Instrumente für Missionen zum Mars, zum Merkur und zur internationalen Raumstation ISS. Sie brachte den deutschen Mittelstand buchstäblich ins All. Über ihr Privatleben ist wenig bekannt. Nicht aus Geheimniskrämerei, sondern aus Bescheidenheit. Sie definierte sich über Ergebnisse, nicht über öffentliche Aufmerksamkeit. Kollegen beschrieben sie als willensstark und manchmal kompromisslos, aber auch als jemand, der ihrem Team voll vertraute. Sie lebte nahe Schwetzingen und blieb ihrer Heimat stets verbunden. 2009 erhielt sie den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. Eine späte, aber verdiente Anerkennung für ihre außergewöhnliche Lebensleistung. Kontroversen begleiteten sie nicht in Form von Skandalen, sondern als ständiger Kampf gegen Bürokratie und unterschwellige Vorurteile, gegen Frauen in Führungspositionen. Oft musste sie besser sein, schneller, präziser, um dieselbe Anerkennung zu erhalten. Kritiker stellten die Kosten der Raumfahrt in Frage. Doch Hannah von Hörner antwortete nicht mit Worten, sondern mit Ergebnissen. Für sie war klar: Grundlagenforschung ist eine Investition in die Zukunft der Menschheit. Hannah von Hörner verstarb 2014. Doch ihr Vermächtnis lebt weiter. In den Daten, die noch immer aus den Tiefen des Alls zur Erde gesendet werden. Sie war eine der meist unterschätzten Persönlichkeiten der modernen Wissenschaftsgeschichte. Die Architektin der Werkzeuge, mit denen wir heute den Kosmos verstehen. Ihre Geschichte zeigt: Man muss nicht laut sein, um Spuren im Universum zu hinterlassen. Präzision, Ausdauer, Mut. Wenn wir heute Bilder von Kometen sehen oder Daten vom Mars empfangen, sollten wir einen Moment innehalten und an die Frau aus Heidelberg denken, die all das möglich gemacht hat. Was denken Sie darüber? Sollten Schulen viel stärker über solche unbekannten Heldinnen der Wissenschaft sprechen? Und ist die Raumfahrt den Preis wert, den wir als Gesellschaft dafür zahlen? Schreiben Sie Ihre Meinung gern in die Kommentare. Und wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Tiefen der Geschichte und des Universums eintauchen.